Krishna Krishna, Hari Hari, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome oder willkommen zu einer weiteren Sondersendung des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher. Sie wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und es interessieren uns, wie ihr das schon öfters mitbekommen habt, nicht immer nur direkt die Botschaften des Srimad Bhagavatams, sondern uns interessieren auch Menschen, die schon eine beträchtliche Zeit und mit einer besonderen Bemühung sich schon länger nach den Weisheiten des Srimad Bhagavatams leben. Und da haben wir heute ein paar ganz besondere Gäste hier heute, nämlich das werden wir auch gleich erfahren. Sind zwei Mitglieder der weltberühmten Harinama Ruci Kirtan-Gruppe, die überall auf der ganzen Welt den heiligen Namen zusammen singen. Sie waren jetzt auch in Köln beim Ratha Yatra. Vorgestern habe ich sie live gesehen und ich werde euch da auch gleich noch ein schönes Video zeigen mit einer Insta 360 Kamera und einem 3-Meter-Stick. Und ja, ich freue mich ganz herzlich, begrüßen zu können. Ihr seht in der Mitte, das ist unser Harinama Nanda Prabhu. Hare Krishna, herzlich willkommen. Und auf der linken Seite seht ihr den Nitai Padakamala Prabhu. Hare Krishna, wunderbar. Und die beiden werden heute assistiert von unserem Krishna Chaitanya Prabhu aus Gießen, von den Wisdom Wednesday Devotees. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auch, Krishna Chaitanya. Toll, dass du das hier heute mal in die Wege geleitet hast. Und ja, wir würden gerne etwas über euer Leben erfahren, liebe Devotees. Und ich habe gedacht, ich weiß selber auch kaum etwas von euch, außer dass ihr ganz tollen Kirtan macht und dass der Harinama Nanda manchmal in der Luft schwebt. Ich habe so Fotos gesehen, da schwebt er so 3 Meter über dem Boden. Die werde ich hier im Nachhinein nochmal einblenden. Das ist sehr spektakulär. Und ich würde sagen, Harinamananda und Nitai Padakamala, lasst mich einmal, bevor wir richtig loslegen, das ist für euch bestimmt auch spektakulär, ein kurzes Video zeigen. Da sieht man euch auch.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt wisst ihr, was wir vorgestern erlebt haben. Ihr konntet, wenn ihr genau hingeschaut habt, konntet ihr auch Nitai Pada Kamala und Harinamananda Prabhu erkennen, zusammen mit dem Sänger Mahavishnu Swami, den habt ihr singen hören. Auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Ja, Harinamananda, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Vielleicht kannst du so mal in 5 bis 10 Minuten erzählen, was so dein Einstieg in die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein gewesen ist. Oder sagen wir mal so, wo kommst du ursprünglich her? Waren deine Eltern auch schon Devotees? Und wie hast du deine Kindheit verbracht? Vielleicht so in einer Minute im Schnelldurchgang. So I have to translate? Okay. So I'm originally from Melbourne, Australia. Ich komme ursprünglich aus Melbourne, Australien. I was born and I grew up there. Ich bin dort Ah, aufgewachsen. I joined Krishna consciousness about 16 years ago. Ich kam zum Krishna-Bewusstsein ungefähr vor 16 Jahren. So if Wow. you met me 16, 17 years ago, I would have had big dreadlocks down my back, So, da hatte ich große Dreadlocken a big beard. und einen großen wow. Bart. I was working as a bartender, Ich habe in einer Bar gearbeitet als Barkeeper trying to be a really cool DJ and graphic designer. und habe versucht, ein cooler DJ und Grafikdesigner zu sein. But my father, he became a devotee first in our family. Oh, really? Vater ist zuerst Devotee geworden in unserer Familie. But when he joined Krishna consciousness, he was away from the family. Als er Krishna-Bewusstsein kennenlernte, war er woanders unterwegs, nicht bei der Familie. So when he came back, he was thinking, I will give Krishna consciousness to my family. So, als er wiederkam, hat er sich gedacht, ich muss meiner Familie das Krishna-Bewusstsein geben. We grew up being Hindu. That was the tradition that we grew up in. So, wir sind in einer Hindu-Tradition aufgewachsen. But Australia is an atheistic country. Australien ist ein atheistisches Land. So me and my older brother, we didn't want to have anything to do with religion. So, ich und mein älterer Bruder, wir wollten mit Religion eigentlich nichts zu tun haben. We knew about the demigods, we knew about Krishna, but we didn't follow any principles. Wir kannten die Halbgötter, wir wussten, wer Krishna ungefähr ist und wir haben aber die Prinzipien der Religion nicht befolgt. We never read any scriptures or anything like that. Wir haben auch keine Schriften über sie gelesen oder sowas. So my father had a very difficult job. Mein Vater hatte eine schwierige Aufgabe. My mother is very pious, so she's happy to visit the Hare Krishna temple. Meine Mutter war sehr fromm und sie hat sehr gerne den Krishna-Tempel besucht. But when they would ask me, I was saying, no, they are hippies, they're just some cults. Aber als sie mich fragten, habe ich immer nur geantwortet, nein, das sind doch Hippies, das ist so ein Kult. I remember when I was 10 years old, I went to the city center and I saw Harinam take place. Als ich in die Stadt ging, eines Tages habe ich ein Harinam dort stattfinden sehen. I Als sie hate 10 Jahre alt waren. Ne? How old you were? 10. Oh, 10 Jahre, ja. And I didn't like them at all. Er hat sie nicht gemocht, er hasste sie. I thought these people were useless, they don't help anyone. Ich dachte, diese Leute sind noch They just nutzlos, smoke- die helfen They keinem. just smoke ganja and they're just white people trying to be Hindu. Sie rauchen Gras und sie wollen Leute da konvertieren zum Hinduismus. And this was all within my mind. I was criticizing even their drum playing. Das Wow. war alles in meinem Geist und ich habe selbst das Trommeln kritisiert. So, as you may guess, Krishna has a sense of humor. So wie ihr sehen könnt, hat Krishna sehr viel Humor. In my personal life, Maya kicked me quite a bit, In meinem persönlichen Leben hat mich Maya, die illusionierende Energie, which led etwas to breaking up with in a Schwierigkeiten girlfriend. gebracht und eine Beziehung zu einer Freundin
wurde quasi and I had so much depression. in der Trennung. Und nach der Trennung hatte ich dann But I Depressionen. saw my father was always peaceful, Aber ich habe gesehen, mein Vater war immer sehr friedvoll. and he was always reading Bhagavad Gita. Und er hat die Bhagavad Gita gelesen. So then I asked them, can I read Bhagavad Gita? Dann habe ich ihn gefragt, kann ich die Bhagavad Gita mal lesen? So you can imagine my father's excitement within, Ihr könnt euch vorstellen, wie erfreut mein Vater war. but he was very casual. He's like, go ask your mom. Aber er hat ganz locker gesagt, ja, frag mal deine Mutter. So they saved a particular book for me. Also sie haben ein bestimmtes Buch für mich aufgehoben. They heard on a Sunday feast lecture, it was actually a German devotee. Es gab She said that eine Sonntagsklasse von einem deutschen Devotee in Australien. In Australien. She read Science of Self-Realization. Sie hat die Wissenschaft der Selbsterkenntnis gelesen. Schönheit des Selbst. Schönheit des Selbst. So they had that book. So I read that book So, sie hatten halfway dieses through, Buch und das habe ich zur Hälfte durchgelesen. and I was convinced, yes, this is the way. Und dann später, Temple in Melbourne, Australia. ich war 4 Jahre im Tempel in Melbourne, in Australien. And then for the last 10, 11 years, I've been traveling around the world doing Harinam. Ja, und seit den letzten 11, 12 Jahren bin ich quasi unterwegs auf der Erde und mache Harinam. Wow. Sehr erstaunliche Geschichte. Und deine Beziehung zu der Trommel hat sich verbessert in den letzten 11 Jahren. Yeah, actually, it was much better. It was really funny because I didn't have any Sehr musical lustig. talent before coming to Krishna Vom consciousness. Krishna-Bewusstsein hatte ich überhaupt kein musikalisches Talent. I didn't know how to sing, dance, play instruments. Ich That wusste wasn't nicht, there. wie man singt, tanzt oder Instrumente spielt. Only when I became a devotee, then by the mercy of Lord Nityananda, I was able to at least play a decent cartel beat. So durch die Gnade der Devotees und Krishna habe ich gelernt, wie man die Zimbeln spielen kann, die Karatals. Sehr, Yeah, sorry. sehr faszinierend zu hören. Ja, Krishna hat wirklich starken Humor. Ja. Wir kommen gleich wieder auf dich zurück, Harinamananda. Lass uns den Nitai Pada Kamala mal fragen, wie er seinen Einstieg zum Krishna-Bewusstsein in dieser Intensität gefunden hat und ein bisschen vielleicht über sein Background, sein Hintergrund, wo ist er groß geworden, haben seine Eltern auch schon im Kirtan getanzt. Yes. So in my case, I was born in Krishna consciousness. Ich wurde im Krishna-Bewusstsein zur Welt gebracht. My mother and father, they're very serious devotees. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater waren sehr ernsthafte Gottgeweihte. And they did a terrific job in giving us kids. I have a brother and a sister. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. And they did really a great job in giving us in Krishna consciousness. Sie haben uns sehr viel Liebe gegeben, uns im Krishna-Bewusstsein großzuziehen. So as kids, me and my brother, we would have to learn Bhagavad Gita verses with our father. Wir haben mit unserem Vater, mein Bruder und ich, haben wir Bhagavad Gita Verse gelernt. And naturally we picked up the mridanga and started playing. And wir haben irgendwann auch auf der Mridanga gespielt, der Trommel. And our father also made sure that we knew how to play mridanga properly. So he
made us learn from other teachers. So, unser Vater hat auch darauf geachtet, dass wir die Mantren auf der Mridanga auch richtig lernen und hat In welchem Land ist das alles passiert? in which country? Oh, from Slovenia. Ich komme aus Slowenien. Yes. Very good. So growing up, I How many years ago this all happened? Your appearance on this Okay. world? Wie vielen Jahren war das? I was born in 2000, so I'm very young. Wow. Very Wurde good. 2000 geboren, bin noch sehr jung. Super. 23 years to almost. Very good. 23 bin ich. Yeah, so growing up, we all had the good Hare Krishna training. Basically, at home we were in Brahmacharya ashram. Also wir hatten ein sehr gutes Training im Krishna-Bewusstsein. Unser Zuhause war praktisch gesehen ein Brahmachari-Ashram. We were I was homeschooled for 8 years. Ich hatte 8 Jahre die Schule zu Hause, also Heimschule. So not so much influence from the outside world could affect me. Also ich hatte nicht so viel Berührung mit der Welt da draußen in der Zeit. Also lass mich das kurz wiederholen. Seine Eltern haben ihn zu Hause unterrichtet. Genau, seine Ja. Eltern. Ja, genau. And then my father and mother, they knew the importance of music and that is very important in life. So they put me and my brother and my sister all through music school. I was playing accordion in music school. So, meine Eltern wussten den Wert und die Wichtigkeit von Musik zu schätzen und haben uns Kinder in die Musikschule geschickt. Und ich habe Akkordeon spielen gelernt, unter anderem. Yeah. So like that, I grew up in Krishna consciousness and went through all this primary school and then high school. I went to normal school. So, ich habe die Grundschule the primary school you had at home. At home, Ja, yes. die Grundschule hatte ich zu Hause und auf der Oberschule war ich dann an einer normalen Schule. And when I finished high school, I was supposed to go to university, but I decided I was gonna take a year off from school because I was just too much for me. Ich war etwas Didn't like- überfordert bei nach der Oberschule sollte ich studieren und das hat mich etwas überfordert, deswegen habe ich beschlossen, ein Jahr eine Auszeit zu nehmen von dem Wahnsinn. Yeah, I didn't really like school. Ich habe Schule nie so wirklich gemocht. So for that year, my parents wanted me to make a decision. What will I do in that year? Because I couldn't just stay at home and do nothing. So, meine Eltern haben sich überlegt, okay, was soll er denn in dem einen Jahr machen? Er kann ja jetzt nicht gar nichts machen und zu Hause rumsitzen. And I was not so sure what I will do. Und ich war mir selber auch nicht sicher, was ich machen wollte, aber definitiv nicht studieren. And yeah, and I was somehow or other I was very lucky because Kadamba Kananan Swami took me as his servant. So, ich war irgendwie vom Glück gesegnet, dass Kadamba Kananan Swami mich als sein Diener angenommen hatte. So I went with him to New York and a few other places. So kam ich mit ihm, er nahm mich mit nach New York und einige andere Orte. And then Das war 2016? no, 2020. 2009, end of 2019 and beginning of 2020. Okay, Ende 2019, Anfang 2020 hat mich mal Kadamba Kananan mitgenommen. And then coronavirus hit and we became separated for 1 year. So, dann kam die Corona-Pandemie und ich wurde für ein Jahr getrennt von Guru Maharaj. And then I joined him again in March of 2021. So, ich habe ihn dann wieder getroffen im März 2021. And I was serving him till he departed this world.
Und ich habe ihm gedient, bis er zuletzt die Welt verlassen hat. And then I joined Harinamananda. Now we travel together. Und Ah, dann okay. habe ich Harinamanandas Traveling Party, ja. Seitdem nehme ich bei ihm teil, mit ihm zu reisen und Kirtan zu machen. Wow, sehr interessant. Und deine Auszeit verlängert sich jetzt von Jahr zu Jahr oder? Okay. Actually, in that year that coronavirus hit, my parents actually forced me to enroll. They told me you will never travel again. It's hopeless, this COVID, this is the new normal. You should go to school, have some paper. Also meine Eltern haben mich schon in die Richtung bewegt, wieder mich einzuschreiben und zu studieren, besonders während der Pandemie, weil sie bis dahin dachten, dass man jetzt gar nicht mehr reisen kann. So I enrolled in something, I don't know how to say it in English, but something in forestry You or signed up. something. Yeah, Forest? something. Ecology? Forestry, something, I don't know. Ich habe Forstwirtschaft. mich einschreiben lassen, etwas, das mit Wäldern zu tun hat. Yeah. Forstwirtschaft. How to build a forest. How to Yeah. build ja, wie man einen Yeah. Wald aufzieht. And The Forest of Vrindavan. I went there. I went. Forest and Yeah. So I went to the university 2 days. First 2 days. Ich kam zur Universität für 2 Tage. Okay. And then I decided this is too much. Dann habe ich beschlossen, dass das zu viel ist. And then I called Maharaj. Dann habe ich Kadamba Kananan Swami angerufen. Yeah, I called him and said, I asked him if there is any chance to travel with him again. Und ich habe ihn gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mit ihm zu reisen. And he said, okay, yeah, you can come. Und er sagte, natürlich kannst du kommen. Yeah, that's how it extended. So dass Also, sich das verlängert hat. okay. Also du machst dann einfach erstmal so weiter. So you just continue right now. Yeah. Now you see the color and everything. Now my parents are okay. You don't need to go to school. It's too much. Jetzt sehen meine Eltern, er ist Brahmachari, er ist sehr ernsthaft und er braucht nicht zur Schule gehen. Wow, okay, interessant. Ich dachte, solche Probleme haben immer nur Nice. Eltern aus Familien, die nicht im Krishna-Bewusstsein sind. Consciousness. Yeah. Das war zum Beispiel in meiner Familie, war das so. My family was like that. Aber interessant zu hören, dass selbst Familien, die schon richtig im Krishna-Bewusstsein stehen, sich auch genauso mehr oder weniger natürlich ein bisschen anders solche Gedanken machen. Yeah, I mean, at the end of the day, they want you to have some security in your life. So am Ende des Tages möchten alle Eltern natürlich, dass ihre Kinder Sicherheit haben im Leben. Of course, the first priority was always Krishna consciousness in our family. So die erste Priorität in unserer Familie natürlich ist Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. But their objective was that I don't just float around in my life. Aber ihr Ziel war es auch, dass wir Kinder nicht einfach nur ohne Ziel im Leben herum. Right. Ja. So when the opportunity was there for me to serve Kadamba Kananan Swami, they were very happy with that. So als die Möglichkeit kam, dass ich Kadamba Kananan Swami persönlich begleiten, dienen und mit ihm reisen konnte, waren sie natürlich auch sehr zufrieden mit dieser Situation. That was actually my father's biggest dream, that I would go and travel with some sannyasi and get some training like that. Das war eigentlich auch der größte Wunsch meines Vaters, dass ich mit einem Sannyasi umherreise und ihn. Ja. Harinamananda, Prabhu, wie ist das bei deinen Eltern? Geht ihnen das ein bisschen zu weit jetzt, wie du dich entwickelt hast, oder sind sie damit auch ganz zufrieden?
Did they think that you made it too far, or is it okay? Oh, yeah. Yeah, no, they were really worried about me before Krishna consciousness. Sie haben sich um mich sehr gesorgt vor meinem Krishna-Bewusstsein. I was hanging out with the wrong crowd, and they thought they'll get a call from the police, either, arrested or your son is dead. Sie machten sich immer Sorgen, dass ich mit den falschen Leuten abhänge und dass irgendwann mal die Polizei anruft, holen Sie Ihren Jungen ab. So when I became religious, for them was a great relief. So, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, waren sie sehr erleichtert. And then when I became like brahmachari and traveling for many years, So, als ich ein my Brahmachari mom was a little bit worried. She was what? A little bit worried. Oh, als ich ein Brahmachari wurde und anfing, durch die Welt I zu wouldn't reisen, give her grandchildren. war meine Mutter natürlich etwas besorgt, weil sie möglicherweise keine Enkelkinder haben wird. But it's okay. My older brother has children, so it's okay. Aber zum Glück habe ich einen Bruder, der Kinder hat, und dann ist das nicht ganz so schlimm. And I've been doing where my mother would visit the temple in Australia. Als meine Mutter den Tempel in Australien besucht, So the devotees there, they just glorify her because of all the service I'm doing. so jetzt ist sie weltberühmt, weil die Devotees sie so sehr wertschätzen, dass sie so einen tollen Sohn hat, der so viel Dienst gemacht hat. So she's very satisfied. So jetzt ist sie sehr zufrieden inzwischen. Und dein Vater auch. Yeah, he's okay. Manchmal hört man so von indischen Hindu-Familien, wenn sie ihre Kinder sehen, wie sie zum Krishna-Bewusstsein kommen, dann sagen sie, ich finde es ja gut, dass ihr jetzt religiös seid, aber muss es denn so religiös sein? Sometimes when you find families that sorry, Also wenn sie sehen, wie ihre Kinder sich der ISKCON anschließen, dann sagen die Eltern oft, ja, ich finde das ja gut, dass ihr jetzt zu unserer Religion zurückgefunden habt, aber muss es denn so extrem sein? So when people see that you come to Krishna consciousness and then after some time people are wondering, this is nice that you found the religion of your family, but does it have to be so extreme? But in your case, everything is all right. We just found out. Yeah. Gut. Harinamananda und Nitai Padakamala, vielleicht könnt ihr mal so berichten, was war euer schönster Moment während eurer Harinama Ruci Tour weltweit? So what has been Und was war der größte Challenge? most wonderful moments and what is the biggest challenge of this traveling Sankirtan Harinam World Tour? Stuff is so sweet. Yeah. I think the sweetest thing is that wherever you go chanting on the streets, you see everyone experiencing real happiness. You see the spark in their eyes. So das Schönste, was ich finde, ist, wenn wir auf die Straßen gehen und den heiligen Namen singen, sehen wir, dass es Leute wirklich glücklich macht und sie ein Funkeln in ihren Augen haben. Most people, they walk around with, no smile. They just... So die meisten Leute laufen herum und haben kein Lächeln im Gesicht. Just caught up in their mind about trying to avoid suffering, really. Also jeder ist in seinem Geist vertieft und hat 1000 Gedanken und versucht, Leid zu vermeiden. And then we come through into their world, and Dann kommen wir in ihre Welt see that this is the real happiness here. und zeigen ihnen, hey, das ist das wirkliche Glückseligkeit, die wir hier haben für euch. Or they'll be surprised that how can you simply be happy by doing this? I've been working so hard and have so many plans, but you just got it here and now. So, dann fragen sich die meisten Leute, hey, ich arbeite so hart die ganze Zeit, um so ein bisschen so glücklich zu sein wie du, und du hast das einfach hier und jetzt schon, ohne hart zu arbeiten. And they get more surprised that we want them to join. We encourage them to chant and dance with us.
das ist nicht nur überraschend. Und dann sind sie noch überraschter, wenn wir sie ermutigen, mit uns mitzuchanten und zu tanzen. It's a very powerful experience to see that transformation so quickly in people's lives. Es ist ein sehr kraftvoller Moment zu sehen, wie diese Transformation praktisch sofort stattfindet in den Menschen. And the hardest thing about traveling would be you make so many friends, but then you have to leave them. Das Härteste am Traveling Sankirtan ist, durch das Reisen schließen wir sehr viele Freundschaften, aber wir müssen sie dann auch wieder verlassen und weiterreisen. And of course, the austerity of like changing time zones and places. Und dazu kommt natürlich die Schwierigkeit mit den Zeitzonen und an unterschiedlichen Orten zu it's übernachten. nearly impossible to be regulated. Es ist fast unmöglich, dort ein reguliertes Leben zu führen nach Uhrzeiten. Und gibt es so einen Moment, wo du dachtest, das ist so der Top-Moment meines Lebens? Top-Moment. Yeah. I have to tell the story, don't I? Huh? New York one. Okay. Yeah. Ich muss wohl die Geschichte aus New York erzählen. It's the best one. Die beste natürlich. Okay. So we were doing Harinam in New York City. So, wir haben Harinam in New York gemacht. And we continued into the subway, into the train. So, wir sind in den Untergrund, in die U-Bahn gegangen. And it's a full carriage. It's full what? The carriage is packed. Ach so, die Waggons sind alle prappelvoll. And we sit down and carry on with Kirtan inside. Und wir haben uns einfach in den Zug gesetzt und haben Kirtan gemacht. And there was one man, he was very angry at us. Und da war ein Mann, der war sehr zornig auf uns. And he's saying, you have to get off the next stop or I'm going to hurt you. Ihr steigt nächste Station sofort aus, ansonsten hau ich euch. He looked like he was homeless or something, but we just kept playing anyway. So, er sah etwas aus, als wäre vielleicht ein Obdachloser und wir haben einfach weitergespielt. So we were singing this tune, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this man would swear at us in the tune, like, you Hare Krishnas, better get off now, I'm gonna kill you. Und er fing an, in der Melodie, die wir gesungen haben, zu sagen, ihr steigt jetzt bitte sofort aus, sonst bringe ich euch um. Oh, wow. So then we kept playing. Wir haben weitergespielt. So then this man, he stands up Der and Mann he ist walks up aufgestanden. into the face of the singer. Und er lief genau ins Gesicht vom Sänger. And then the singer got scared and he goes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Und Hare. der Sänger war verängstigt und fing an, schneller zu chanten. Then this man says, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Look, you're not even singing anymore. You have to get off the next stop. I'm gonna hurt you. Und er sagt, ey, du hast jetzt aufgehört zu singen, jetzt musst du wirklich aussteigen und ich werde dich hauen. Then he sits back down again. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Yes. Ja, der Mann hat sich wieder hingesetzt und wir haben weitergesungen und haben die Lautstärke erhöht. Vishnu Jan on drum, he's playing louder and he says, Vishnu-Jan hat the man said, you're dead. und Vishnu-Jan hat noch lauter auf der Trommel getrommelt und der Mann wurde immer zorniger und hat gesagt, ihr seid tot. And then I'm playing cartels louder. He goes, you're dead. Und dann habe dann die Zimbeln noch lauter gespielt und der Mann hat auf mich gezeigt und hat gesagt, du bist auch tot. Another devotee playing wampus plays louder. You're dead. Und jemand anders, der die Wampas gespielt hat, diese großen Chachas, auch zu ihm hat er gesagt, du bist auch tot. And we have another devotee. He has a bicycle. And he distributes books on the bicycle behind the Harinam. Wir haben auch einen Devotee bei uns, der auf einem kleinen Klappfahrrad die Bücher verteilt und hinter dem Harinam hinterherfährt. Das ist Gora Karuna. So he had one horn and he goes, and he goes, you're
dead. Gleiche Spiel wieder, er hustet in sein großes Horn und der Mann meinte, du bist tot. So this whole carriage is watching this man about to kill us. Und die Leute im Waggon, wir sind ja immer noch im U-Bahn-Waggon, und This man had a alle hat. haben zugeschaut und zugehört. This man had a hat, and he goes like this, and he's holding his hat down. He Und er hat starts shaking. seinen Kopf so festgehalten, fing an zu zittern. He's turning red. Und er wurde rot wie glühender Kupfer. Another man on the train is sitting opposite from him. Und ein anderer Mann sitzt in der Bahn genau gegenüber von ihm. You can see underneath the hat, a small smile is coming. Und du siehst ein kleines Lächeln unter dem Gesicht von dem anderen Mann. This man who is watching, he is running up and down the train. He's saying, they are changing him. They are changing him. I can't believe it. They are changing him. Und der Mann, der das beobachtet hatte, der lief die ganze Bahn rauf und runter, meinte, schaut zu, wie die ihn transformieren. Er ändert sich. Then the smile gets too big. We see it too. The smile is getting too big. And the person who watched the scene? No, the angry man. Oh, okay, das Lächeln war auf dem Gesicht von dem bösen Mann, der so zornig war. And then he looks up and he's smiling at us. Und dann wurde er immer freundlicher und hat uns dann angelächelt. So we give him one card that has Mahamantra. We give to him. Und wir haben ihm dann eine Karte gegeben vom Mahamantra. And then he starts leading kirtan. Hare Krishna. Fing er an, Hare Krishna zu singen. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. The whole train just is applauding. They're clapping. They're cheering. Oh, yeah. Alle Leute im Waggon haben applaudiert und sich gefreut. And he was so happy after that. Und man wusste nicht, wie ihm geschieht. Er war einfach so glücklich auf einmal. And then when we got off our stop, Und we got off the train, wenn wir dann an unserem Stopp, wo wir aussteigen wollten, ankamen, all the people were cheering for us. alle Leute haben gejubelt. This man who first saw him smile, he was like, you guys did it. You changed him. You guys did it. Und einer dieser Männer, einer von den Fahrgästen hat laut gerufen, hey, das wart ihr habt das gemacht, ihr habt ihn geändert. And this man who was angry at us in the beginning is now happy. He looks at us, brings this big bottle of alcohol and goes, hey. Und der Mann, der so zornig war am Anfang, kam natürlich mit seiner Trinkflasche und hat nochmal auf uns angestoßen. This is, I haven't seen any transformation this extreme ever. In 15 minutes, he was a pure demon and he became pure devotee. Ich habe niemals eine schnellere Transformation gesehen, dass jemand in 15 Minuten von einem reinen Dämon zu einem reinen Gott geweihten wird. Yeah, wow. I never saw such. Noch nie I never seen that before. So eine rasante Transformation. Also in anderen Worten, ja, du hast den Höhepunkt eurer Kirtan-Laufbahn und den größten Challenge in 15 Minuten erlebt. Du warst auf dem, also erst war das der größte Challenge und dann wurde das zum Top-Erlebnis. And then it was a top. Yeah. Within 15 minutes, you experienced the biggest challenge and the highest experience. Wow. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Gerne. I have a question. You have a question. Did you had any fear? Ich frage ihn, ob er Angst hat in dem Moment. For some reason, the atmosphere is very humorous. I don't know why. We didn't feel Irgendwie so much fear. War es jedoch so, dass die Atmosphäre etwas erheitert war. Because it would happen at sometimes there'll be an envious person and we would stop for a temporary moment. Wir treffen manchmal neidische Leute und dann stoppen wir kurz mit dem Kirtan. Because it's New York City, you know. Aber in New York, in der Stadt, it's about, you know, being different. In New York City geht es darum, anders zu sein. So, you know, they respect that you stand up for what you believe in. So, die Leute in New York, die respektieren dich, wenn du für das, was du verkörperst, einstehst und verkörperst, ja.
oder? Sehr interessant. Ja. Was ich auch interessant fand, ihr wolltet solidarisch dann zusammen sozusagen sterben. So, I was fascinated. So you would In die solidarity. in a group. So, solidarisch, weiß ich nicht, wie das heißt. I try in English. I appreciate your spirit of solidarity. He cursed the first one, you will die, and the next one played extra loud to join his partner to be to you understand my point. So Yeah, you yeah. as a group, you joined, okay, if one guy of us will die, we want to die together. Yeah. Wenn einer sterben muss von uns, dann sterben wir alle. Okay. Nice. Yeah. And Nitai Pada Kamala, do you have in your life one point where you said this is the biggest challenge, a particular, wie sagt man, a particular experience? And do you also have a point in your life where you said it can't become better than this? Also, ja, auf Deutsch, ja, ihr versteht die Frage. Ich habe sie vorhin schon mal gestellt. I don't know. I haven't been doing kirtan for that long in the traveling Harinam Sankirtan. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei und habe Kirtan noch nicht so lange gemacht wie Harinam. But definitely the biggest challenge was the departure of His Holiness Kadamba Kananan Swami. Ah, okay. Aber die größte Herausforderung war für mich natürlich wie sagt man, das Verlassen des Körpers von Kadamba Kananan Swami. Because not only he was my spiritual master, but we became very good friends also. Und er war nicht nur mein spiritueller Meister, sondern wir sind gute Freunde geworden. But yeah, I mean, can't get better than that. Is probably when I had the chance to travel with him, just every single day with him and just basically enjoying life. Aber das Schönste war natürlich mit Kadamba Kananan Maharaj zu reisen und viele schöne Momente zu erleben und auch sehr lustige. Yeah, it's never a particular moment, but it's the whole experience was. Ja, ich kann es nicht auf einen Moment beschränken. Die ganze Erfahrung mit Kadamba Kananan Swami war einfach wunderbar. Yeah. Okay, I see. Ja, as you know, oder ich spreche mal auf Deutsch, unsere Sendung heißt das tägliche Bhagavatam. Our podcast is named Daily Bhagavatam. Normalerweise wir besprechen immer einen Vers zusammen. Usually we read one verse. Und was uns mal noch interessiert, gibt es bei euch im Moment eine Episode im Srimad Bhagavatam, die euch besonders fasziniert, über die ihr gerade etwas tiefer nachdenkt? Oder habt ihr sogar in eurem Harinama Ruci-Programm eine Zeit am Tag, wo ihr euch für ein paar Minuten mit dem Srimad Bhagavatam beschäftigt? Wenn ja, an welcher Stelle seid ihr gerade? So, is there an episode in the Bhagavatam that you're contemplating, or thinking, or reading, or hearing about right now that you're kind of absorbed in? And second question is, if you have time next to the Harinam for Bhagavatam, how it looks like and what kind of schedule you talk about Bhagavatam. That's the question for him only. Yeah. Is I reading books? Reading books. Yeah. So the first part was which part of the Bhagavatam I'm meditating on, or Yeah, something that inspires you at the moment, that fascinates
fascinates you? Which part, if there? Okay, I Because just to clarify, because sometimes it changes. Let's say 3 weeks later, it is another episode. Yeah, sure. He thought did Deutsch. You're saying English, he said Deutsch, and I was like, yeah. Sure. Also, um eins braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. In der Harinama Ruci Musikgruppe herrscht ein lebendiger, allgegenwärtiger Humor. Oh, we don't need to worry about Harinam Muchi not having fun. Yeah, we have too much. That's the problem. Wir haben leider viel davon. So you have to be serious, but it's very hard. Wir müssen immer so ernsthaft sein, aber es ist so schwierig. I was just reading recently about how Narada Muni became a devotee. So, ich habe letztens gelesen, wie Narada Muni ein Gott gebetet wurde. So his mother got bitten by a snake, but Seine he Mutter saw it wurde as von the einer mercy of the Schlange Lord. gebissen. Sorry? He saw it as Lord's mercy. Aber der Junge sah es als Krishnas Gnade. And then Mutter the ging. Lord appeared before him and said, you will not see me again because I want to intensify your devotional service. Und als der Herr vor ihm erschien, um ihm zu sagen, dass ich nie wieder erscheinen werde, nur um deine Sehnsucht nach mir zu fördern. And he said that he just traveled through so many different places just chanting the holy name. Und er sagte, dass er dann einfach umherreiste und überall an allen Orten den heiligen Namen chantete, Trying to find the Lord again. um einfach seinen Herrn wiederzufinden. So yeah, Harinam there's a purport that I'm trying to actually like follow. I wish I could remember the whole thing, but it's very Es gibt beautiful. eine Erläuterung in dieser Episode, die ich sehr gerne befolgen möchte, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. It's in regards to like going around the world, chanting the holy name. Es hat damit zu tun, dass wir die Welt bereisen und den heiligen Namen chanten. And every time I go in Harinam, because it's the instruction of my spiritual master, I feel like I'm with my spiritual master. So, wann immer ich auf Harinam gehe und den heiligen Namen singe, das ist die Anweisung von meinem spirituellen Meister. Und sobald ich damit anfange, spüre ich seine Gegenwart. So I'm quite anxious to get on Harinam more than ever before because I just want to be with him. So, ich bin so begierig nach Harinam wie noch nie zuvor, weil ich mit meinem Guru Maharaj zusammen sein möchte. Okay, interessant. Okay, Nitai Pada Kamala, do you have a particular Bhagavatam story you meditate right now? Or what was the last Bhagavatam story you meditated on? Yeah, I don't really meditate on Bhagavatam stories so much. But Meditiere nicht so viel über. Or something that touched your heart recently, or recently, well, something it's not really from Bhagavatam, but it is from. I've been really meditating a lot on the verse from Bhagavad Gita. Ich habe über einen Gita-Vers nachgedacht, tatsächlich. What is it? Apichet Suduracharo. That one. Den Vers Api. Apichet, about that even if we commit even if a devotee commits greatest Selbst wenn ein Gottgeweihter die größte Sünde begeht, he's still considered to be a sadhu. Aber er wird immer noch als Sadhu angesehen. Yeah, that verse I was thinking about quite a lot. Darüber habe ich etwas nachgedacht, einiges. In the last half year, basically. Immer wieder öfters, im letzten halben Jahr sogar. Yeah. interesting. That verse is fascinating to me. Ich finde den Vers sehr faszinierend. Genau, vielleicht könnt ihr so zum Abschluss nochmal sagen, wie sieht
wie sieht, wenn es die Umstände erlauben, dann so euer Tagesablauf in der Regel aus, wenn ihr nicht gerade auf einem Flughafen auf euren nächsten Flieger wartet? So what is your usual schedule next to the traveling, going to the airplanes and back and forth? What is your usual schedule? What you do? Me or Both of you? Yeah, I don't Here you go. well, usual schedule is wake up, Mangal art. Usually we are in the temples, so Normalerweise attend sind wir in Mangal den art. Tempeln und da sind wir bei der Mangelarti um 4:30 Uhr. Yeah, then daily sadhana, chanting, Dann chanten wir unser Rum, reading something here and there, dann and lesen wir. and then Harinam during the day for like 2 hours, and taking prasadam and going to sleep. Jay! Dann machen wir 2-3 Stunden Harinam und dann gibt's wieder Prasadam und dann gibt's wieder Harinam und dann gehen wir wieder schlafen. That's it. That's it. That's it. Das ist alles. And making jokes non-stop. Yeah, Und, it's making This is main sadhana. main sadhana. Unser Hauptsadhana ist lustige Sprüche machen. Wir haben auch gesehen, dass ihr schon länger auch mit dem Mahavishnu Swami zusammenreist. Das hat mich auch das hat mich sehr beeindruckt, weil ja zwischen euch und ihm ja auch ein großer Altersunterschied besteht. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, ihr seid da liegen nur 2 Jahre manchmal auseinander. It feels like that's just 2 years between you and Maharaj. Yeah. Vielleicht könnt ihr darüber noch kurz ein paar Worte sagen. He's actually 78 years old. Mahavishnu Swami ist 78 Jahre alt. But it looks like he gets younger. Und es sieht aus, als würde er immer jünger werden. We saw a video from, I think, the 90s. Wir haben ein Video aus den 90ern gesehen. It looks like a kirtan in Mayapur, and all our spiritual leaders are there. Shivaram Swami, Keshav Maharaj, In dem Video sieht man einen Kavichanda Kirtan Maharaj, so many of them. aus Mayapur, wo man unsere heutigen And then you see Mahavishnu Swami come there in the background. Sorry. unsere spirituellen Meister wie Kavichanda Swami, Shivaram Swami und so weiter. Man sieht die noch sehr jungen Swamis da. And then you see Mahavishnu Swami in the background. Und dann sehen wir Mahavishnu Swami im Hintergrund. He looks older than he Und does zu now. der Zeit sieht er älter aus als im Vergleich zu heute. Wow. Wow. But he's probably the most amazing personality. He is so dedicated to Srila Prabhupada. Aber er ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten. Er ist sehr hingegeben zu Srila Prabhupada. He will always wake up at 3, even if it's like go to bed at midnight. Er steht immer um 3 auf, selbst wenn er um Mitternacht erst ins Bett gegangen ist. If we're not staying at a temple and there's no morning program available, he'll do his own one.
So, wenn wir nicht an einem Tempel sind und es gibt kein Morgenprogramm, dann macht er sein eigenes. And he wouldn't try and force us into it either. He'd do it as his. Und er würde auch er hat uns auch nicht gezwungen mitzumachen, sondern er macht das einfach aus sich heraus. He can chant forever. Nothing will stop him. Er würde für immer chanten, nichts würde ihn aufhalten. There's never a moment that he cannot refuse service. Even doesn't matter how tired he is. Es ist egal, wie müde er ist oder andere Umstände, er würde niemals einen Dienst abweisen. He's like nearly put a GBC of Nepal. He has so many disciples. Er hat einige Schüler, er ist GBC-Sekretär für Nepal. He's a proper disciple. He's a sannyasi. Sannyasi. He has so many other responsibilities in Africa as well. Er hat so viele Verantwortung auch in Afrika zum Beispiel. But around us, he would never try and, be the superior Vaishnava. He always try and be our friend. So mit uns zusammen macht er nie den Eindruck, dass er ein höher gestellter Vaishnava ist, sondern er hat einfach Freundschaft mit uns He's geschlossen. so humble. He'll even, and the thing is, the way that he'll try and serve us, or like, even he would ask us to give class and he'll sit in our class. Und er ist so demütig, dass er manchmal sogar uns gebeten hat, die Klasse zu geben, und er hat sich hingesetzt und zugehört. Even to the point of asking like a question, but not out of like testing you, but out of sincerity. Und er stellt dann sogar eine Frage an uns, junge Devotees, nicht weil er uns testen will, sondern einfach, weil er aufrichtig eine Frage hat. But his position is exalted or like so much superior to us in every single way. Aber seine Position ist natürlich in jeder Hinsicht zu uns äußerst übergeordnet und transzendental. He's a true emblem of true humility. Er ist wirklich eine Verkörperung von echter Demut. Vielen Dank, lieber Harinamananda Prabhu und lieber Nitai Padakamala Prabhu und lieber Krishna Chaitanya Prabhu für die Übersetzung, dass ihr uns heute hier besucht habt. Es war ich fand es sehr interessant und ich glaube, das werden sich viele Leute auch auf YouTube im Nachhinein nochmal anschauen. Auch eure Geschichte aus New York fand ich sehr faszinierend, als käme sie direkt aus dem Chaitanya Charitamrita, Jagai and Madhai kind of story. Kadamba Kananan Swami hat gesagt, dass das Chaitanya Charitamrita nicht aufhört mit dem letzten Teil, der gedruckt ist, sondern dass wir wenn wir den Yoga Dharma ausführen, dass wir Teil immer noch vom Chaitanya Charitamrita sind. Das hat er öfters gesagt, ja. Sehr schön. Das ist ein lebendes Beispiel davon, ja. Super. Ich würde sagen, Harinam, und alle, die heute live mit dabei sind, wir rufen den beiden Devotees von der Harinama Ruci Gruppe mal ein liebevolles Haribol rüber. Seid ihr bereit für ein Haribol? Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Haribo! Okay, ich zähle den Countdown runter. Schaltet eure Mikrofone ein. 3, 2, 1. Und ihr könnt ja einmal zum Abschluss, betätigt auch bitte euren Musiker-Button. Ihr könnt ja einmal macht mal 3 Durchgänge, den Hare Krishna Maha Mantra. Hier ist noch der Shivatma Prabhu. Hare Krishna. Hat euch auch zugehört die ganze Zeit. Und lasst uns noch mal 3 Durchgänge zusammen mit den Harinama Ruci Musikern den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eva! Hari Hari Bol, alles Hare Gute. Krishna, Bis zum vielen nächsten Dank. Mal. Hare Yay! Krishna. Vielen Dank. Gerne, gerne. Haribo, very well. Hare!